probiere einen. So, ich gehe nach Hause. Sehr, sehr stark, echt. Servus und willkommen zu einem neuen Video. Wir sind die Freekickers und heute haben wir die Freistoßlegende David Alaba hier gekürt zu den 5 besten Freistoßschützen in der Bundesliga von unseren Zuschauern und von daher darf er uns... Danke euch, Ja, siehst du? by the way. Auf jeden Und Fall. er darf uns heute seine Schusstechnik erklären, die relativ legendär ist. Wir fangen an mit der Curve-Technik, das heißt mit der Innenseite. Okay. Also David, Curve-Technik, also Innenseite. Wo triffst du den Ball? Also hast du irgendeinen speziellen Punkt? Nee, habe ich jetzt nicht unbedingt einen speziellen Punkt am Ball. Ja. Für mich ist der Ball immer rund, deshalb Ist alles gleich. für mich schon, ja. Ja. Konzentrierst du dich eher darauf, dass du auch beim Curve mit Power schießt oder ist wirklich der Schnitt wichtig für dich? Ja, ich glaube, das Wichtige ist irgendwo die Mischung. Und deshalb, glaube ich, laufe ich ein bisschen gerade an, weil ich dadurch, wenn ich da jetzt nicht viel Anlauf nehme, schon trotzdem genug Kraft habe, Okay, um dem Ball schon die richtige Geschwindigkeit zu geben. Ja. auf jeden Fall. Gehen wir zuerst mal zum Fußteil. Welchen Fußteil nutzt du? Also wo triffst du den Ball ungefähr? Es kommt echt darauf an, wie die Entfernung zum Tor ist. Ja. Sag mal, du hast 24 Meter oder du bist vielleicht noch näher dran. Ja, dann habe ich ihn wirklich schon sehr weit innen. Mit ein bisschen von dem Innenriss hier. Und umso weiter ich halt vom Tor weg bin, Ja. umso weiter rutscht er nach hoch dann. Und dann ja. werde ich ihn näher da treffen. Ist auch am besten, um Power hinterzukriegen, um Ja, ich denke auch. Ich glaub, eine gewisse Schärfe zu erzeugen. weil du so einfach, wenn du den Spann streckst, du hier am meisten die Kontrolle hast Ja. darüber, Ja. ihn zu ziehen, ihn zu schlagen, weißt Ja, du, auf jeden Fall, weißt du, ja. man, und du hast da die Mache ich meiste genauso, ich Kontrolle. versuche es auch immer. Und ich versuche den halt mit Power und dann noch trotzdem so Ja. einen Aufwärtstrieb zu geben, oder dass er dann hinter der Mauer nochmal Ja. fällt. Versuchst du den Ball an einer bestimmten Stelle zu treffen? Das heißt, gehst du dann eher links, eher rechte Seite, triffst du ihn tiefer, also unterhalb der Mitte? Das ist ja auch Beim immer so ein- Curveball Ja, versuche oder- ich ihn so zu treffen, also dann schon ungefähr hier. Ja. Das heißt, du Und- gehst etwas unter der Mitte, unterhalb der Mitte Ja, genau. und dann halt so Genau. an der linken Seite. Beim Anlauf, das ist jetzt auf das Effet bezogen, das heißt, wenn du jetzt halt aus 22 Metern schießt, nimmst du da bestimmte Anzahl an Schritte, also dass du sagst, ich nehme mindestens 3, ich nehme maximal 4. Ich glaube, ich habe das schon so ein Gefühl in mir entwickelt, Ja, dass du ich gar weiß, nicht mehr dass so- Ich zähle gar nicht die Schritte. Ich schaue mir die Entfernung an, Ja, wie viele Schritte ich da glaube zu brauchen. Intuition so ein bisschen. Ja, so, so ja. ein bisschen ein Gefühl. Und Ja. die Entfernung zum Ball ist immer vom Gefühl her irgendwie dasselbe. Ja. Und natürlich, wenn ich weiter weg vom Tor bin, brauche ich ein Nimmst bisschen du, mehr ja, Anlauf, ja. vielleicht ein bisschen Wenn du jetzt von hier schießen würdest, sagen wir, das sind jetzt, glaube ich, Pi mal Daumen 22, 23 Meter. wäre das mein Ja. Anlauf. Okay. So. Das heißt auch so vom Winkel, nicht so manche, Beckham war es ja so, der hat ja relativ so steilen Anlauf Ja, gehabt. genau. Du hast so, sagen wir, 45 Grad, so relativ normal und dann 3, 4 Schritte. Das Ich geht glaube, Beckham hat ja den Ball einen richtigen Kral Ja, gegeben. ja, der hat ja. richtig, Und ich richtig gebe die meinen Kurve jetzt nicht rausgehauen. unbedingt so einen Kral mit. Ja, ja. Genau, jetzt zum Ablauf. Also du triffst den Ball, wie ist es dann so beim Fuß? Das fragen viele Leute. Wo habe ich Standfuß, wohin stelle ich es? Schwingst du dann so durch, bremst du das ab? Also, Ich bremse mein Bein jetzt nicht ab. nee, okay. Ich bin auch keiner, der jetzt schnell zum Ball läuft. Ich nehme mir richtig ein paar Schritte Ja. und ich brauche jetzt keinen schnellen Anlauf. weil ich, Du entwickelst so die Kraft praktisch halt über so das genau. Drehmoment. Ja. Genau. Du gehst jetzt auf die linke oder rechte Ecke oder ist das für einen Anlauf erstmal egal? ja, der Anlauf ist schon wichtig für Also in jetzt welche so wie Ecke. du gestanden hast, für mich So sah wie das ich so jetzt eher gestanden- nach linker Ecke aus. Aber ich könnte ihn jetzt auch ins Rechte. Okay, das war meine Frage, Ja. so ob sich das nochmal ändern würde. Aber, ja. Gibt es denn so für, wenn jemand jetzt vielleicht einsteigt oder gibt es so ein paar Tipps, die dir geholfen haben? Üben. Üben. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste beim Ja. Freistoßschießen. Einfach, glaube ich, entwickelst du deine eigene Technik, was dir am besten liegt. Ja. Erstens, zweitens entwickelst du Gefühle für einen Abstand zum Ball, einen Abstand zum Tor, Geschwindigkeit, Schärfe. Und
Ja, ich habe wirklich sehr, sehr früh begonnen damit, weißt du, das zu üben. Ich war im Internat bei Austria Wien mit 14, 15 Jahren und da habe ich schon wirklich begonnen, regelmäßig das zu üben. Und was ich heute sagen kann, dass ich dankbar bin, dass ich das schon sehr früh gemacht habe. Auf jeden Fall. Klar, ist immer so, wenn du früher anfängst. Ja. Ne? Würdest du sagen, dass Curve oder so Flatterbälle, also du beherrschst ja auch die andere Technik, was ist da so sinnvoller? Also im Spiel? Es kommt wirklich darauf an, wo der Freistoß ist. Weil guck mal, der Freistoß Kylie Jury hat ja auch letztens jetzt gegen Dortmund hat er auch aus einer relativ weiten Distanz auch mit einem praktisch so einem Effet-Ball, also sah zumindest der so muss aus. dann schon wirklich sehr genau sein. Ja, der war echt sehr Der genau. muss dann wirklich sehr genau. Aber obwohl der auch eine Schärfe drin hat. Ja, der war vom Powermäßig war er gut. Obwohl, ja, der hatte auch eine wirklich gute Schärfe und eine sehr gute Flugkurve, wo es dann wirklich Vom schwierig Torwart war weg. für einen Torwart. Ja. Aber Weil viele sagen da ja- musst du schon wirklich sehr genau treffen. Aus der Entfernung. Man sieht ja so aus bei Ronaldo, der schießt viele Freistöße, aber viele gehen auch drüber. Er versucht ja auch immer, also er macht Oder ja in immer die diese, Mauer. So, Genau. Ich finde es, also aus unserer Sicht ist es so schwer zu kontrollieren, wenn du halt so einen richtigen Flatterball schießt oder diesen Dip, der so über die Mauer. Ja, das ist sicherlich ein Ball, der nicht einfach ist. Ja. Ja, aber bei dir sieht das halt so einfach aus, auch selbst im Spiel sieht das so. Na, Also bei dir sieht man selten, dass der mal halt irgendwie so über die Na, habe ich schon Zuschauer noch ein geht. paar Bälle. Aber Hab ich in die Mauer, das habe ich noch nie gesehen Habe bei ich dir. schon dass auch du- ein paar Echt? Bälle drin, ja sicher. Aber wenn du den Ball dann so triffst, wie du den halt treffen möchtest, Ja. dann ist er wirklich sehr schwer zu halten. Ja, auf jeden Fall. Okay, also danke dir schon mal. Ja, ich danke euch. Ich hoffe, ihr konntet so ein paar Sachen mitnehmen. Danke dir. Ich denke mal, wie David gesagt hat, das meiste, was ihm geholfen hat, ist einfach die Übung. Also auf den Ja. Platz gehen, von weiter vorne anfangen, damit man vielleicht so diese Sicherheit erstmal gewinnt und dann weiter zurückgehen und einfach immer wiederholen. Und Genau. danke dir und ja, wie immer bleibt sportlich und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.